literarische Wunder präsentiert. Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es um eine der schönsten und berührendsten Geschichten aus der Kinderliteratur. Das hässliche Entlein von Hans Christian Andersen. Wir präsentieren euch 10 faszinierende Kuriositäten über diese zeitlose Erzählung. Hans Christian Andersen selbst sah sich oft als das hässliche Entlein. In seiner Jugend fühlte er sich oft isoliert und missverstanden, da er aus ärmlichen Verhältnissen stammte und anders als die Kinder aus wohlhabenden Familien war. Die Geschichte spiegelt seine persönliche Reise wider, in der er schließlich als gefeierter Schriftsteller seine Anerkennung fand. Das hässliche Entlein wurde erstmals 1843 veröffentlicht. Es war Teil einer Sammlung von Märchen, die Andersen damals herausbrachte, und wurde schnell zu einer der beliebtesten Geschichten. Bis heute wird die Geschichte in vielen Sprachen gelesen und bleibt ein Klassiker der Kinderliteratur. Auch wenn der Titel Das hässliche Entlein suggeriert, dass es nur um äußere Schönheit geht, behandelt die Geschichte viel tiefere Themen. Es geht um Identität, Selbstfindung und die Herausforderung, von der Gesellschaft akzeptiert zu werden, so wie man ist. Die Moral der Geschichte zeigt, dass wahre Schönheit von innen kommt und die eigene Einzigartigkeit ein Segen ist. Das hässliche Entlein wurde in zahlreichen Formen adaptiert, von Zeichentrickfilmen über Theaterstücke bis hin zu modernen Neuinterpretationen. Einige der bekanntesten Verfilmungen stammen von Disney und anderen großen Filmstudios, die das Märchen in bunten, lebendigen Versionen erzählt haben. Der Schwan in der Geschichte steht symbolisch für Transformation und Erhabenheit. In vielen Kulturen wird der Schwan mit Schönheit, Reinheit und Eleganz assoziiert. In Das hässliche Entlein ist der Schwan ein starkes Symbol für Selbstverwirklichung und Akzeptanz seiner eigenen Identität. Obwohl die Geschichte als Märchen für Kinder bekannt ist, wird sie oft auch von Erwachsenen gelesen und geschätzt. Die Themen des Andersseins und der Selbstfindung sind universell und sprechen Menschen jeden Alters an. Deshalb bleibt die Geschichte auch nach fast 2 Jahrhunderten relevant. Hans Christian Andersen war von der Natur fasziniert und das spiegelt sich in vielen seiner Märchen wider, insbesondere in Das hässliche Entlein. Er verbrachte oft Zeit in der Natur, wo er Tiere beobachtete und ließ sich von deren Verhalten inspirieren, um moralische und emotionale Geschichten zu entwickeln. Das Märchen thematisiert auch auf subtile Weise das Thema Mobbing. Das Entlein wird von den anderen Tieren ausgeschlossen und verspottet, weil es anders aussieht. Diese Erfahrung des Ausgegrenztseins ist für viele Kinder und auch Erwachsene eine traurige Realität. Andersen wollte mit dieser Geschichte aufzeigen, wie schmerzhaft es sein kann, verurteilt zu werden und wie wichtig Akzeptanz ist. Die Verwandlung des hässlichen Entleins in einen schönen Schwan kann auch als Metapher für Andersens literarischen Aufstieg gesehen werden. Er begann als Sohn eines armen Schuhmachers und wurde von der Gesellschaft oft abgelehnt. Doch durch seine literarischen Werke wuchs er zu einem der gefeiertsten Schriftsteller seiner Zeit heran, ähnlich wie das Entlein, das schließlich als wunderschöner Schwan anerkannt wurde. Obwohl die ursprüngliche Geschichte in sich abgeschlossen ist, haben viele Autoren und Künstler über die Jahre Fortsetzungen oder Neuinterpretationen geschrieben. Einige dieser Versionen erweitern die Geschichte des Schwans und behandeln, wie er in der neuen Welt zurechtkommt, während andere moderne Themen in das klassische Märchen einfließen lassen. Das waren 10 spannende Kuriositäten über Das hässliche Entlein. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren spannenden Inhalte zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.